Moin! Wie ihr seht, bin ich heute nicht ganz in meinen üblichen Gegenden unterwegs, denn heute hat es mich an die Ostsee verschlagen, um genau zu sein, auf die Insel Fehmarn. Fehmarn liegt auf der sogenannten Vogelfluglinie, welche eine Luftlinienverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen darstellt. Heute ist der Verkehr über die Insel dadurch eine der direktesten Verbindungen zwischen Hamburg und Kopenhagen und damit zwischen Deutschland und Dänemark. Doch auch schon weit früher bekam Fehmarn eine Eisenbahnanbindung, um genau zu sein bereits im Jahre 1905. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es die Brücke, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt, bereits noch nicht. Stattdessen gab es hier in Fehmarnsund eine Fährverbindung nach Großen Brode auf dem Festland. In diesem Video wollen wir den Spuren der ehemaligen Inselbahn nachgehen und schauen, was von dieser größtenteils stillgelegten Eisenbahn heute noch übrig ist. Die Inselbahn verband Fehmarnsund mit Burg und weiter über Landkirchen und Petersdorf mit Ort. 1963 kam im Bau der Fehmarnsundbrücke eine feste Verbindung zum Fährhafen in Puttgarden dazu. Im selben Atemzug wurde zeitgleich auch die Bahnstrecke von Fehmarnsund nach Burg stillgelegt. Von der Bahnstrecke von Fehmarnsund nach Burg lässt sich heute kaum noch was erkennen. An dieser Stelle zweigte von der Strecke nach Fehmarnsund die Strecke nach Burg Starken ab. Über die Strecke nach Burg Starken konnte die Inselbahn an den Hafen von Burg angeschlossen werden. Auch dieser Streckenabschnitt wurde 1963 mit dem Bau der Brücke stillgelegt. Hier am Hafen lässt sich noch sehr gut das Ausmaß der ehemaligen Eisenbahnstrecken erkennen. Heute ist die Strecke vom Burger Bahnhof zum Hafen in Burg Starken als Radweg ausgebaut, wobei die Gleise weiterhin unter dem Schotter liegen. An einigen Bahnübergängen sieht man weiterhin die Gleise unterm Schotter liegen. Die ehemalige Strecke endet sich hier am Bahnhof in Burg. Wobei, das ist auch nicht hundertprozentig korrekt, denn der Bahnhof Burg existierte nur bis 1983. Ich befinde mich hier am Haltepunkt in Burg, welcher an ähnlichem Ort erst 2010 eröffnet wurde. Der Haltepunkt Burg gehört außerdem nicht zum Netz der DB Infrago. Stattdessen gehört er zum Netz der AKN und ist damit das nördlichste Stück des AKN-Netzes in Deutschland. Zurzeit fahren allerdings auch hier am Bahnhof Burg keine Züge mehr. Aufgrund der Bauarbeiten für die feste Fehmarn-Belt-Querung erreicht zurzeit, Stand 2025, kein einziger Zug mehr die Insel Fehmarn. Stattdessen verkehrt zwischen Lübeck und Puttgarden ein Schienenersatzverkehr mit Doppeldecker-Bussen. Ich bin jetzt hier am ehemaligen Bahnhof in Puttgarden. Der Bahnhof war direkt am Fähranleger gelegen und wurde mit Eröffnung der Fehmarnsundbrücke und der Fährverbindung nach Rödbyhaven in Betrieb genommen. Zu seiner Glanzzeit diente er neben dem Personenverkehr vor allem auch dem Güterverkehr. Dementsprechend wurden die Bahnanlagen hier im Bereich Puttgarden sehr großzügig ausgebaut. Neben dem großzügig gebauten Personenbahnhof mit 6 Gleisen an 3 Bahnsteigen gab es auch einen sehr groß dimensionierten Güterbahnhof. Im Güterbahnhof konnten die vom Festland kommenden Züge geteilt werden und für die Fahrt auf die Fähre vorbereitet werden. Am ehemaligen Güterbahnhof lassen sich sehr gut die Ausmaße der ehemaligen Bahnanlagen von Puttgarden erkennen. Es ist schon erstaunlich, wie die Bahnanlagen hier verfallen und die Natur wieder Überhand nimmt. Hinter mir thront außerdem das Stellwerk von Puttgarden, welches seinerzeit über die doch sehr großzügigen Bahnanlagen Übersicht hatte. Mit der Öffnung der großen Beltquerung verschwand der Güterverkehr von der Vogelfluglinie. Seitdem verkehren auch hier am Bahnhof Puttgarden keine Güterzüge mehr. Der Personenverkehr fuhr lange Zeit noch weiter über die Fähre. Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Kopenhagen war lange Zeit Einsatzgebiet des ICE TD. Nachdem die ICE TD ausgemustert wurden, übernahmen dänische IC2-Triebwagen, gerne auch Gumminasen genannt, den Dienst. Vor einigen Jahren wurde allerdings auch das gesamte Fernverkehrsangebot über die Vogelfluglinie eingestellt.
Seitdem verkehrte lediglich eine zweistündig verkehrende Regionalbahn hier zum Bahnhof nach Puttgarden. Das Ende dieses Bahnhofs war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon so ziemlich gesät. Ein einzelner Regionalbahnzug im 2-Stunden-Takt an einem doch so großen Bahnhof, das kann schon kein gutes Zeichen sein. Spätestens jetzt, nach den Plänen und dem Bau einer festen Fehmarn-Belt-Querung, war der Bahnhof Puttgarden überflüssig. Auch mit deswegen wurde er zu Beginn der Bauarbeiten stillgelegt. Was allerdings mit dem Bahnhof Puttgarden in naher Zukunft passiert, kann ich nicht sagen in diesem Video. Höchstwahrscheinlich wird der Bahnhof weiter der Natur überlassen, bis er eines Tages zurückgebaut wird. Obwohl der Personenverkehr zwischen Burg und Ort bereits 1956 aufgegeben wurde, wurde der Güterverkehr noch einige Jahre weiter instand gehalten. 1974 wurde der Güterverkehr zwischen Ort und Petersdorf eingestellt, 1988 zwischen Petersdorf und Landkirchen und erst 1994 zwischen Landkirchen und Burg. Dieser Bereich hier wurde erst 1994 stillgelegt. Wir können also immer noch die Gleise erkennen. Hier am Bahnhof Landkirchen lassen sich neben ein paar Gleisen auch noch der alte Güterbahnhof erahnen. Auch das ehemalige Verladegleis ist heute noch sichtbar. Hier am Hafen in Ort lassen sich ebenfalls die Spuren der ehemaligen Eisenbahn entdecken. Ich hoffe mal, euch hat dieser kleine Ausflug in die Eisenbahngeschichte der Insel Fehmarn gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!